Hi Leute, heute mache ich ein Video über einen Mikrofonarm und jetzt kann man sagen, wie spannend kann es schon sein, ein Video über einen Mikrofonarm zu machen. Das ist doch nur so ein Galgen, den man hat und da hängt das Mikrofon dran. Im Prinzip ja, aber auch nein, denn ich habe mir jetzt einen Low-Profile-Mikrofonarm gekauft. Dieser räumt nicht nur den Arbeitsplatz deutlich auf, sondern er macht auch einen besseren Sound, weil man einfach direkt ins Mikrofon spricht und nicht drunter her oder drüber weg. Bevor wir uns den Aufbau im Detail anschauen, hier erstmal worum es geht. Ich habe hier den Elgato Mikrofonarm LP. LP steht für Low Profile gekauft und die Idee ist, dass dieser jetzt unter dem Monitor oder am Monitor vorbeigeführt wird und damit das Mikrofon von unten kommt, also nicht mehr wie üblich von oben und man dann unter dem Mikrofon her spricht, sondern man wirklich in das Mikrofon reinspricht. Das Ganze ist hier natürlich sehr flexibel aufbaubar, die Kabel lassen sich wunderbar verstecken. Und ob das in der Praxis alles so funktioniert, wie es denn hier gezeigt wird, das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Bislang habe ich mit einem klassischen Mikrofonarm gearbeitet. Diesen habe ich hinter dem Monitor installiert, sodass das Mikrofon dann von oben kam und ich dort sauber reinsprechen konnte. Das Problem bei diesem Konstrukt ist natürlich, dass das Mikrofon an dieser Stelle direkt im Bild hängt. Sprich, wenn ich Videos aufzeichne, wenn ich Screencasts mache etc., dann habe ich das Mikrofon direkt im Gesicht. Ich kann den Bildschirm also nicht sauber sehen. Gleiches Problem natürlich dann auch, wenn man Videokonferenzen hat. Nun kann man das Mikrofon ein bisschen höher hängen. Das ist natürlich gut möglich. Das Problem ist dann aber, dass die Stimme natürlich gegen den Monitor geht, vom Tisch abprallt und man sehr viel Raum auf der Aufnahme hat. Abhilfe schaffen soll hier der Elgato Low Profile Arm und wie man bei der Anleitung sieht, ist das ein kleines Blättchen, es gibt also gar nicht so viel zu tun. Der Aufbauprozess sollte also rasch erledigt sein. Was müssen wir machen? Als erstes haben wir hier den kleinen Halter, der am Tisch festgeschraubt wird. Nun ist das erstmal nichts Spektakuläres. Allerdings, wenn man sich das Teilchen etwas genauer ansieht, dann sehen wir, dass die normalen Mikrofonhalter hier so eine kleine Metallstange haben, der man dann ein sehr kleines Plättchen an den Tisch festschraubt und das Ganze soll dann teilweise bis zu 1 Kilo oder mehr halten. Das ist in der Praxis natürlich, naja, es geht, aber es ist nicht richtig schön. Hier sieht man natürlich die Qualität, wie man das von Elgato kennt. Der ganze Halter ist hier extrem stabil und was besonders schön ist, die Klemme ist noch zusätzlich gummiert, sodass man den Tisch nicht kaputt macht. Außerdem ist die Klemme extrem groß, sodass der ganze Halter richtig schön am Tisch festsitzt. Kleine Details machen es manchmal auch leichter. Beim Festschrauben musste ich sehen, dass ich zuweilen etwas knapp wurde mit den Möglichkeiten, den Hebel zu bedienen. Und hier gibt es einen kleinen Zusatzknopf. Wenn man den dann drückt, kann man wie bei einem guten Schrauber die Klemme neu justieren, also auch auf engem Raum dann den Halter ordentlich festschrauben. Ist das Ganze einmal am Tisch montiert, wird nur noch der Arm in den Halter reingeklickt und dann ist man mit dem Aufbauen auch schon fertig. Was leider nicht funktioniert ist, dass der Halter unter meinem Mac durchgeht. Da müsste ich unten noch ein bisschen was drunter legen. Vielleicht mache ich das auch, mal sehen. Jetzt habe ich ihn erstmal daneben. Der Arm ist ungefähr 70 cm lang. Ist also genug Platz, diesen dann auch neben dem Mac herzuführen. Das ganze Teil ist super flexibel, das kann man im Prinzip in jede Richtung drehen, also auch ein bisschen höher. Und ganz vorne gibt es dann zusätzlich noch einen Drehknopf, den wir gleich noch weiter feintunen können. Nun fällt auf, dass das Gewinde hier etwas schmal ist für ein klassisches Mikrofon. Das ist für die Elgato-Mikrofone prima. Für eine Spinne wie hier reicht das aber nicht aus. Aber Elgato hat mitgedacht und liefert die passenden Adapter gleich mit dazu, sodass man hier jedes Gewinde einfach per Adapter aufschrauben kann. So, hier ist das ganze Ding einmal zusammengeschraubt und der von eben erwähnte Kopf, den sehen wir hier jetzt im Einsatz. Ich kann also das obere Teil sehr flexibel hin und her drehen und dann per Mutter einfach einmal festschrauben und dann bleibt der Ständer auch so, wie ich ihn eingestellt habe. Da wackelt später nichts mehr. Clever mitgedacht ist die Kabelführung, denn Kabel sind immer ein bisschen lästig auf dem Tisch und auch bei mir sieht man, obwohl ich mich bemühe, liegen überall Kabel rum. Nun, mit dieser Kabelführung kann man jetzt ein Kabel einfach am Ständer direkt befestigen. Dies liegt also nicht länger dann auf dem Schreibtisch rum. Sehr schön ist, dass hier nicht nur kleine Kabel wie ein USB-Kabel durchgehen, sondern auch XLR-Kabel, also professionell Kabel, die man dann im Studio verwendet. Die Klappen, die da drauf liegen, die werden einfach per Magnet wieder dran gedrückt.
Wer viel mit dem Ständer hin und her montiert, der wird möglicherweise feststellen, dass die Klappen nicht so extrem fest drauf sind. Geht man hier jetzt nicht ständig mit Gewalt dran, hält das alles wunderbar. Wer aber dies viel im Einsatz hat, wird möglicherweise hier nochmal einen kleinen Kabelbinder oder ein kleines Klettbändchen drum binden, damit das Ganze besser hält. Und da haben wir es. Der Ständer ist fertig montiert und sauber auf dem Tisch montiert. Wie ich finde, sieht das Ganze jetzt deutlich aufgeräumter als vorher aus. Und der größte Vorteil ist natürlich, dass ich diesen ganz einfach zur Seite schieben kann. Möchte ich also den Ton perfekt haben, dann kann ich meine Kamera und auch das Mikrofon einfach zur Seite schieben oder das Mikrofon für eine Telefonkonferenz vor die Kamera postieren oder wenn ich eine Aufnahme mache, wie diese, dann eben direkt vor meinem Mund und ich sehe trotzdem über das Mikrofon hinweg direkt den Bildschirm und kann mit meiner Aufnahme starten. Ein sehr netter Nebeneffekt ist, dass der Tisch, wie ich finde, weiterhin sauber aufgeräumt ist. Natürlich, wenn das Mikrofon von oben kommt, da sieht man gar nichts auf dem Tisch, das ist natürlich nochmal ein bisschen schöner, aber auch so habe ich volle Freiheit und wie gesagt, ich kann das Mikrofon ja leicht zur Seite drehen, sodass ich da keine Probleme habe, ans Mikrofon komme oder ähnliches. Mein Fazit: Natürlich sind 100 Euro viel Geld und man muss schon zweimal überlegen, ob hier nicht ein normaler Arm reicht, der vielleicht für 15, 20 oder 30 Euro zu kriegen ist. Nun muss ich dazu sagen, die Arme, die ich bislang in dieser Preiskategorie gekauft habe, haben schnell mit den Federn nachgelassen. Heißt, das Mikrofon hielt nicht mehr, sondern kippte dann nach und nach immer nach vorne. Die Position wurde also nicht ordentlich gehalten. Sprich, letzten Endes habe ich auch hier für meine Galgen deutlich mehr ausgegeben und lande dann unter dem Strich schon fast in dem Bereich, wie ich jetzt für diesen Elgato ausgegeben habe. Wer daran denkt, einen Low-Profile-Arm sich zuzulegen, um einfach mehr Platz zu haben, der sollte sich diesen sicherlich angucken. Von meiner Seite aus muss ich sagen, ein tolles Teil.